Ja, herzlich willkommen zurück bei Noir. Wir hatten in der letzten Folge das Auto von Adrian Black gefunden, der wahrscheinlich all sein ganzes Blut, alle 7 Liter, auf den Armaturen versprengelt hatte. Und jetzt sind wir beim Haus der Ehefrau, um zu überprüfen, ob sie überhaupt weiß, ob ihr Mann verschwunden, was auch immer mit ihm passiert ist. Just a minute. Hallo. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Dann gehen wir doch mal rein. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Let's Es check the wurde place also out. ein Wasserboiler derselben Marke wie das Rohr hier installiert. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Das wollen wir uns doch mal angucken. Was ist das? Kann ich hier was machen? Hallo? Ah, No use leaving the thing half finished. was muss ich jetzt tun? Ich kann jetzt ein Rohr auswählen. Aha. Warum soll ich das jetzt hier einsetzen? Oh ja, genau. Nee. Ja. Ich frage bloß, was uns das jetzt hier bringt. Aber das ist doch schief, oder? That can't be right. Ja, irgendwie schon. Ach, da außen. Ach, Entschuldigung. Es hing in der Luft ein bisschen. Und das letzte Rohr müsste dann ja hier dran. Und ein Rohr fehlt. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Es ist genau dasselbe, woher will er denn das wissen? Es ist genau das Rohr. Was aber schon komisch ist, warum fehlt denn hier das Rohr von Mr. Black? Entweder weiß seine Ehefrau was, indem sie ihn umgebracht hat, oder sie hat ihn umbringen lassen. Weil es ja ein großartiger Zufall, dass ja gerade das Rohr von seinem Haus fehlt. So, und jetzt können wir im Haus hier alles durchsuchen, alles anklicken, ob wir irgendwas finden. Was haben wir hier? Ein Bügeleisen? Doesn't look like anything. Ne, ist nicht. Waschmittel? No. Auch nichts. Sonst kann man hier nichts tun. Kühlschrank ist wahrscheinlich voll. Spüle, Kaffee, Herd. Und was haben wir hier? Streichholz? Kavanaugh's. So who brought this home? Die Kavanaugh's Bar. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Jetzt haben wir ein neues Ziel bekommen. Der Erkennungsdienst kann dir bei Anfragen helfen. Kontaktiere den Erkennungsdienst per Telefon. Aha. Finde ein Telefon, um nach der Adresse zu fragen. Okay.
Hier geht es nicht rein. Nochmal dieselben Streichhölzer. Scheint ziemlich oft in der Bar gewesen sein. Oder sie, man weiß es ja nicht. Achso, 2 Objekte. Gucken wir uns erstmal das Foto an. Mr. Adrian Black. Kann man hier irgendwas tun? Kann ich das umdrehen irgendwie? Es scheint nicht so. Ach, einmal klicken. Ha! An mein Adrian. Ich habe Sehnsucht. Na, das ging zu schnell. Komm schnell wieder, mein Schatz. Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Hieß die Frau Nicole? Ist das eher eine This must Geliebte be hatte? Adrian's. Stencil. So the glasses are a match. Okay, er scheint also wirklich das Opfer gewesen zu sein. Wie hieß denn die Frau? Können wir das hier nachgucken? Person? Margaret Black. Also wer ist denn dann Nicole? Entschuldigung. Eine Geliebte und seine Frau hat ihn dann umgebracht, weil sie es rausgefunden hat. Meine Theorie. Ein Zugticket. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Das ist ja alles sehr, sehr verdächtig. Mit dem Schrank scheint nichts zu sein. Was haben wir hier? Mrs. Black. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Sieht aber sehr ernst aus, die Frau. So, das war der Flur. Wir sollten ja noch ans Telefon gehen. Moment, ich gucke hier nochmal in den Speiseraum. Esszimmer, Speiseraum ist es nicht. Oh, Lie down, make yourself comfortable. was ist So. das denn jetzt? You're a friend of Courtney's. Yes, Doctor. Eine kleine Geschichte. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I want vice. to give you something to calm your nerves. Ruhig gestellt sozusagen. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Ja, interessant. Ein bisschen wie Hannibal Lecter. Und hier haben wir wieder Streichhölzer. Das habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Steht da dasselbe drin oder ist da ein Hinweis drin? Ne, immer noch dasselbe. So, ansonsten können wir hier nichts machen. Da unten sind Schuhe. Ich benutze erstmal das Telefon, um nach der Adresse von dem Club zu fragen. Operator, give me dispatch.
through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. So, jetzt haben wir die Adresse von dem Club bekommen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns I'm all hier right now, detectives. gründlich umgesehen. Würde ich doch mal meinen. Was ist Not sure das? this means much. Nichts. Dann können wir doch mal die Ehefrau verhören. Die Fotos können wir uns auch nicht angucken. Flugzeug. No good to me. Auch nicht interessant. Na gut, Mrs. Black. Ach du Schande, das sind ja ganz schön viele. Foto mit Nicole unterschrieben. Ob sie das weiß? Ich glaube, wir sollten es eher langsam angehen lassen. Aber so irgendwie, es geht ja alles direkt auf die Frage. Es ist, Fangen wir mal mit den Streichhölzern an. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ist das jetzt ein Gesicht einer Mörderin? Einer leidenden Ehefrau? Ich weiß nicht, ob sie spielt. Ich glaube aber, es ist wahr, weil da sind ja wirklich viele Zigaretten, sage ich jetzt, so in Streichholzschachteln da. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Seattle, das war doch der Zug, die Zugfahrkarte führte da nach Seattle. Hat sie denn überhaupt ein Alibi? I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Natürlich hast du das. Wirklich schwer zu sagen. Sagt sie die Wahrheit? Theoretisch sieht es ja so aus. Ich probiere es nochmal mit der Wahrheit. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. War auch richtig. Dann fragen wir doch mal nach der Schlachthausquittung. Aus der werde ich nicht schlau. Das war doch mit dem We found a Schwein. receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Frank Moore. Nochmal neu. Und wieder keine Miene verzogen. Also ich kann immer nur Wahrheit bei ihr meinen. Ob sie What wirklich makes you say unschuldig that ist? about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Sie trinken zusammen, wahrscheinlich in der Bar. Das Brillenetui. Was hat das zu bedeuten? Nur weil er die Brille von Stenzel hat und das Brillenetui von Stenzel? Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Er hat sich eine neue gekauft, aber er hat die doch repariert. Das muss ich jetzt mal anzweifeln. So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair behind. I never did! How can you be so heartless, throwing around accusations at a time like this? Also das war falsch.
Aber er hat doch seine alte Brille geflickt. Hä. Sehr merkwürdig. Aufenthaltsort von Adrian Black. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Also ich glaube wirklich jetzt, die Frau sagte immer die Wahrheit. Sie könnte wirklich unschuldig sein. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. So, und dann fallen wir doch mal mit der Tür ins Haus. Vielleicht weiß sie es auch schon. Wer ist die Nicole, die auf dem Foto unterschrieben hat? Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Aha. Und das soll man ihr glauben? Das zweifle ich doch auch mal an. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Also sie hat immer die Wahrheit gesagt. Wir lagen zweimal falsch mit dem Foto und mit der Brille. Also könnten wir jetzt nur mal in den Club nachgucken, ob dieser Frank da ist. Das ist wirklich seltsam. Weil er bleibt ja als einziger Verdächtiger übrig. Nach meinem Empfinden. You can drive. And where exactly are we going? So, Cabernet Bar. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Da hat er recht. Es sind wirklich schon seltsame Dinge passiert. Und jetzt kommen wir bei dieser Bar an, wo sich Mr. Black jeden Tag aufgehalten hat. Hey, I know you. No, you don't. Root all around. We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Ich glaube nicht, Tim. So, neuer Tatort, neue Beweise suchen. Reden wir doch erstmal mit dem Barkeeper. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Das war ja kurz. Können wir sonst irgendwas untersuchen? Sieht nicht so aus. Geht nicht. Man kann ihn ja nicht überfallen. Hey, Frank Morgan, sind Sie der Mörder von Adrian Black? Frank Morgan? Who's asking? The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. Ach, das ist er. Entschuldigung. I love Cole these Phelps, waitresses. LAPD. Everyone's a dog. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Er scheint nicht traurig zu sein, oder? We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Also der ist doch schon sehr verdächtig. Das mache ich doch mal mit Anzweifeln. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Falsch, verdammt.
wirklich keine Menschenkenntnis haben. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Aber das ist doch wirklich ein verdächtiges Gesicht. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ich mache jetzt einfach mal Lüge. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? Wie kann man beweisen, dass er die ganze Zeit hier war? Die Quittung für das lebende Schwein, was ja im Auto war. Also kann er nicht den ganzen Abend hier gewesen sein. You signed your name and left it on the slaughterhouse receipt, Frank. We couldn't have you colder if we found you curled up in the back seat. All right. I helped him. He wanted it to look like his car got hijacked. He's fallen for some dame up in Seattle, and now he's got to go start a new life with her. Goddamn fool. Er hat ihm geholfen, einen Autodiebstahl. Also wollte sich Adrian Black absetzen. Ich bin immer verwirrt. Wer ist denn jetzt der Mörder? Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Das geht ja nicht, weil das Zugticket ja noch da ist. Oder war das ein altes Zugticket? Oh Gott. Ich benutze jetzt mal die Intuition. Eine Antwort entfernen. Dann muss es die Lüge sein. Dann gehe ich jetzt auf die Lüge. Lies, lies, and more lies, Morgan. You know where he is. What have you got that says I know where he is? Dieses Zugticket. Ist das hier irgendwie noch drin? Ha. Well, that's it for me, gentlemen. Over and out. Das war falsch, verdammt. Es wird immer schwieriger. Quittung für ein Lebendes. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood? I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. Das ist doch nicht richtig. Der lügt doch, wie gedruckt. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? Me? Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. Ach Gott. Das blutige Rohr. Blutflecken. I've had about enough of you two. How about you guys go find another table? Okay? Das ist wieder falsch. Ach du This doesn't Scheiße. add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? Lieutenant Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Wirklich sehr, sehr schwammig, das Ganze. Also ich denke ja auch, dass er es war, aber ich konnte ihn nicht überführen. Ich wusste auch nicht wie. Aber wo macht der Mann sich jetzt so eilig auf den Weg? Das müssen wir jetzt herausfinden. He sure left his drink in a hurry. Bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Wir fahren mal ganz unauffällig hinterher. Heavens to Betsy! Er fährt doch nicht etwa zur Leiche? Das wäre doch...
ziemlich dumm von dem jungen Mann. Wo willst du hin, Frank? Also ich glaube wirklich, dass die Frau unschuldig ist, weil sie ja wirklich immer die Wahrheit gesagt hat und dieser Mann ja wirklich schon sehr nervös wirkte. Wir ihn nur nicht überführen konnten. Also irgendwas hatte er mit dem Mord zu tun. Er sagte, er hat geholfen, ihm ein neues Leben zu beginnen mit dem Autodiebstahl, dass er sich absetzen wollte. Entschuldigung. Den Text oben gelesen. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Wieso? Das war doch unauffällig. Was habe ich denn gemacht? Gut, ich habe eine Lampe umgesenkt. Das hat er da aber noch nicht mitbekommen. Where are you taking us, Mr. Morgan? Ja, wo willst du hin? Wo willst du hin? Morgens Apartment. Okay, okay. Well, let's check the place out. Come on. Dann gehen wir doch mal hin da. Day one in the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? Ob wir hier was I'm just trying to learn. Oh, Wichtiges come on, finden. Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Frank Morgan wohnt Apartment in 2. der 2. Schöner grüner All right. Teppich. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. Können Sie zufälligerweise eine Waffe ziehen? Wer weiß, was er da drin hat? Apartment 2. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. Der lebt Get it. doch. Ah, shit. Es gab gar keinen Mord. Scheiße. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Phelps, go after him. Sie haben das Schwein geschlachtet. Remember, the gun is the last resort. Ja, There's no point scheiße. running, Adrian. Die haben ein lebendes Schwein geholt und dann dort geschlachtet. Mr. Black, get back here right Und der now. ist so dick, der kann sich gar nicht so schnell bewegen. Also bitte. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. So, so. Da lebte er noch. Die haben ein lebendiges Schwein getötet. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Tja. Mehr schlecht als recht, würde ich eher meinen, weil voll auf der falschen Fährte gewesen. Fallbericht, gefundene Hinweise 11 von 14. Fragen richtig 9 von 14. Fall abgeschlossen. Verdienstvoll. Fahrzeugschaden $27. Sachschaden $100. Eine Ampel, mein Gott. Herunterladbaren Inhalt überspringen? Nein, nicht überspringen. The Kansas Car.
Wir sitzen allein am Tisch. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Also wieder ein abgestelltes Auto. Und damit möchte ich mich verabschieden von Teil 2. Wir haben ja erfolgreich Fall 1 gelöst. Mehr oder minder ohne Opfer, sondern nur mit dem armen Schwein, was da martialisch im Auto hingerichtet wurde. Ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.